Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Wie immer vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Ich wurde oft in meinen Kommentaren, gerade aufgrund des Battlefield 5 Einstellungsvideos, gefragt, ob ich denn nicht auch so etwas zur Beta-Version machen könnte, damit ihr auch alle wirklich gut in das Open Beta Wochenende starten werdet. Also ganz so ausführlich wie zum Full Game werde ich es nicht machen, aber ich verspreche euch, auch zum Full Game, Full Release Game wird es einen ganzen kompletten Guide zu allen Einstellungen geben. Diesmal wird es nur ein Quick Guide, weil es auch gar nicht so viel zum Einstellen gibt. Trotzdem möchte ich mit euch einmal besprechen, was wichtig ist einzustellen und was ihr unbedingt beachten solltet. Also beginnen wollen wir mal mit den generellen Einstellungen bzw. Basiseinstellungen. In All Vertical Look, das setzt ihr auf jeden Fall auf Off. Das gilt dann für alle Fahrzeuge bzw. Soldier und mit Ausnahme des Aircrafts, da würde ich das Ganze auf On setzen, sprich wenn ihr den Stick zu euch zieht, dass das Flugzeug nach oben geht und wenn ihr ihn runterdrückt, das Flugzeug nach unten geht. Also nach einem normalen Flugempfinden. Das ist aber, denke ich, auch Geschmackssache. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Was ihr in jedem Fall deaktivieren solltet, sprich auf 0% setzen solltet, das ist das Kamerawackeln, Camera Shake Amount. Das auf jeden Fall auf 0 setzen. Danach kommen noch einige Einstellungen, die kann jeder so für sich wählen, ob ihr Crossplay spielen wollt oder nicht. Dann habt ihr PC mit am Start. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht geschaut, ob es überhaupt ohne geht. Ich denke, das hat man zwangsweise immer mit dabei. Das andere sind ja je nach Interesse, ob ihr das wollt, Allow Followers und so weiter. Nächster Punkt, Communication. Und das heißt Enable Voice Chat. Das könnt ihr auf On oder Off setzen. Natürlich, wenn ihr mit euren Mates reden wollt, egal ob über Party oder den In-Game VoIP, dann solltet ihr das auf jeden Fall aktivieren und dann könnt ihr eben einstellen, wie weit ihr den Game Sound, wenn jemand was sagt, regeln wollt. Das, bin ich ganz ehrlich, kommt ein bisschen auch auf eure Kopfhörer drauf an. Müsst ihr einfach selber ein bisschen herausfinden. Wichtig ist halt natürlich, dass ihr die Steps so hört, wie es sein soll und da kann eigentlich auch schon wieder nichts mehr schief gehen. Nächster Punkt ist das Thema Network. Das könnt ihr anzeigen oder nicht anzeigen lassen. Da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Deswegen gehen wir auch direkt weiter zu den Display-Einstellungen. So, dann haben wir hier einmal das Field of View. 100 ist Max. Meine Empfehlung am Start wäre auf jeden Fall irgendwo im Bereich 73, 75, maximal 80 zu gehen. Ganz einfach, weil die Distanzen relativ weit sind und ihr habt natürlich einen großen Zoom-Sektor, wenn ihr auf 100 geht. Allerdings sind dann natürlich die Gegner auch entsprechend weiter weg und da würde ich wirklich sagen, startet ein bisschen weiter unten und tastet euch dann vor, ob ihr dann mit 100 spielen wollt. Ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, dass ich mit dem kurzen Visier, da ich sowieso den Visierwechsel relativ viel nutze, läuft es jetzt für mich eigentlich ganz gut mit dem 100er Field of View, aber das müsst ihr selber ein bisschen für euch herausfinden. Beim den Fahrzeugen würde ich definitiv auf 100 gehen, weil da ist es nicht so wichtig, beziehungsweise da braucht ihr einfach viel mehr Rundumsicht. Das ADS Field of View setzt ihr auf an. Genauso wie beim Soldier eben auch, dass sich das Ganze eben nicht durchbewegt bzw. nicht verändert. Brightness könnt ihr auf 50% lassen, den Motion Blur auf jeden Fall auf 0 setzen, genauso wie alle anderen hier optischen Verfeinerungen. Ich weiß, das sieht dann wesentlich besser aus in-game, aber der Nachteil ist natürlich, dass es von eurer Visibilität bzw. wenn ihr die Gegnersoldaten sehen wollt, wesentlich schlechter ist. Weiter geht's mit HUD. Show HUD auf jeden Fall on. Wir wollen ja was wissen. Wir haben nochmal das Kamerawackeln drauf. Das wird sich dann einfach übernommen. Colorblind-Modus off-on. Bei mir ist das off. Die Awards und so weiter lasse ich auf jeden Fall alles anzeigen, weil ich das sehen will, inklusive eben auch des Kill-Logs. Aber das sind alles persönliche Präferenzen. Also gebt da gerne ein, was euch möglich ist, beziehungsweise was ihr euch wünscht. Dann kommen wir zum Thema Fadenkreuz und da ist es leider so, wir können zwar die Thickness ändern, aber wir können leider die Farbe nicht ändern. Weiß ist wirklich keine optimale Farbe für ein Fadenkreuz, also ich würde immer irgendwie ein knalliges Rot, ein knalliges Grün oder auch ein Violett sowas empfehlen, einfach um das Ganze besser sichtbar zu machen. Leider können wir das auf Konsole nicht ändern. Was wir da hingegen wieder ändern können, das ist die Minimap im Background. Allerdings können wir diese Minimap leider in-game nicht zoomen, beziehungsweise ich habe es bis dato nicht gefunden und das ist durchaus hinderlich im Vorankommen. HUD-Icons. Ich habe jetzt alles auf 100%. Wenn euch etwas stört, dann nehmt es ein bisschen runter. Ich teste das jetzt erstmal so durch. Ich lasse es jetzt erstmal so und wenn mir dazu was auffällt, dann bekommt ihr auf jeden Fall im Komplett-Guide für das Main-Game da auch nochmal den ein oder anderen Hinweis zugesteuert. Weiter geht's zum Sound. Master Volume 100%,
Music Volume ist bei mir 25%, weil mir die Soundeffekte und die In-Game-Geräusche einfach am allerwichtigsten sind. Das solltet ihr auch so machen, damit ihr wegen irgendeinem Musikgedudel hier keine Schritte oder etwas weiteres verpasst. Geht auf jeden Fall auf die 3D-Headphones, damit ihr die Schritte auch von links auf rechts hört. Das ist wichtig an der Stelle einzustellen. Ohne Headset geht nichts. Es soll ja immer noch Menschen geben, die ohne Headset spielen. Weiß ich gar nicht, wie sowas funktioniert. Und das Thema Voice Chat werden wir an der Stelle jetzt ganz einfach einmal überspringen, weil das haben wir ja schon ausgiebig vorab besprochen. So, jetzt wird es interessant zum Thema Controller Settings und es geht erstmal mit den eigentlichen oder Hauptinhalten zu. Was ein bisschen ärgerlich ist, wir können keine eigene Tastenzuweisung machen auf Konsole, aber ich weiß, dass viele das Ducken auf R3 gelegt haben, so wie ich auch. Wenn ihr das erreichen wollt, dann müsst ihr oben bei Footsticks Default eingeben und dann Alternative oder whatever, alternativ halt einfach, dann könnt ihr es umstellen. Solltet ihr oben was anderes eingegeben haben, zum Beispiel Custom, das ist mir nämlich am Anfang auf die Füße gefallen, dann hat das nichts geholfen, wenn ich unten alternativ eingegeben habe, weil es wurde nicht umgesetzt. Dementsprechend hättet ihr, wie gesagt, auf 3 rutschen und abknien bzw. hinlegen und auf Kreis dann ganz normal wieder den Nahkampfangriff. Den Rest würde ich einfach auf Default setzen. Wie gesagt, ich werde mich mit dem Game natürlich noch wesentlich intensiver auseinandersetzen. Dann gibt es auch mehr Details dazu, aber jetzt für die Beta-Phase wird sich das zeitlich einfach nicht ausgehen. Dementsprechend schauen wir uns mal die Soldaten-Stats an. Und hier sind wir, Soldier Stick Aim Sensitivity habe ich auf 100%. Wie gesagt, das ist jetzt kein Orientierungswert, da müsst ihr bitte das eingeben, mit dem ihr zurechtkommt. Ich spiele seit jeher in Battlefield 100 und dementsprechend werde ich das auch nicht mehr ändern. Aber da ist es einfach wichtig, dass ihr damit zurechtkommt, dass es hier kein abnormales Schwabbel-Aim gibt an der Stelle. Vertical Look of Soldier haben wir auf On. Also wir möchten es ganz gerne normal haben. Field of View ist immer noch auf 100. ADS Field of View ist auf On. Das bedeutet, dass die Waffe nicht zusätzlich reinzoomt, wenn ihr ins Aim geht. Das würde ich auf jeden Fall auch so beibehalten, weil ansonsten verschiebt sich auch immer etwas das Zielen. Ich mag es persönlich nicht. Also ich kann euch auch nur empfehlen, das genauso einzustellen. Soldier Sprint und so weiter, das ist alles nach persönlichem Empfinden. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Die Aim Sensitivity habe ich natürlich auch auf 100%. Wie gesagt, ich möchte ganz einfach, dass beides sich gleich anfühlt. Also ich möchte keinen Unterschied spüren, ob ich aus der Hüfte ziele oder ob ich im Visier ziele. Deswegen habe ich das bei mir auf 100%. Parachute Auto Deploy habe ich auf Aus. Möchte ich nicht. Ich möchte selber entscheiden, wann der Fallschirm aufmacht. Airspawn, das kann man anhalten, aber ist auch persönliches Empfinden. Und den Quick Throw Grenade würde ich ausmachen, weil wir wollen ja das schon selber entscheiden, wann wir die Granate werfen. Reload könnt ihr anlassen. So, die Advanced Setting zu Fuß. Ja, die sind nur insofern interessant, wenn ihr das Transition Sensitivity nicht aktiviert hättet. Und das bedeutet ganz einfach, in der deutschen Version heißt das einheitliches Zielen. Und das habe ich an. Dementsprechend spielt es gar keine Rolle. Sollte es dazu nähere Erkenntnisse geben, werde ich das natürlich zum Main Game auch wieder behandeln. Dann gehen wir zu den Global-Einstellungen. Da gibt es nicht wirklich was zu sagen, weil das ist einfach aus den vorherigen Einstellungen übernommen. Bei den Vehicles habe ich alles auf 60%. Damit komme ich auch seit jeher in Battlefield-Spielen am besten zurecht. Womit ich mich jetzt nicht weiter beschäftigt habe, also auch hier habe ich alles auf 60% gesetzt, ist ein momentaner Zwischenstand. Wie gesagt, das kann sich wirklich zum Main Game auch noch absolut ändern. Aber damit solltet ihr auf jeden Fall mal einen guten Start hinlegen. Und jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Thema und das ist nämlich die Stick-Empfindlichkeit. Vibration, of course, müssen wir ausschalten. Ja, ihr wollt keinen vibrierenden Controller in der Hand haben, wenn ihr hier fein aimen wollt. Spielt keine Rolle. Und da muss ich jetzt sagen, da hat sich bei mir ein bisschen was verändert. Ich habe normalerweise immer auf 10 und 15 in der Dead Zone gespielt, aber
Das kommt jetzt hier, kann auch am neuen PS5-Controller liegen, ganz einfach nicht so bei mir an. Deswegen starte ich aktuell mit 70/50, maximaler Input auf 100 beim Left Stick und beim rechten Stick habe ich das Ganze auch auf 17/50 und auf 83, wie auch in Battlefield 5 mit Ausnahme eben 10 und 15. Aber auch das kann sich wieder ändern. Die Todzone solltet ihr auf 05, 05, 05 liegen. Ganz einfach, damit ihr den Weg, den ihr beim Drücken der Trigger bzw. der Knöpfe so wenig wie möglich drin habt. Ja, wenn jetzt da maximal drin ist, dann müsst ihr komplett einmal durchdrücken, damit der mal zum Schießen anfängt, und das wollen wir natürlich so kurz wie möglich haben. Und damit kommen wir an und für sich auch schon zum Ende, weil die anschließenden Dinge haben wir in den vorangegangenen Modi bereits umgesetzt gehabt, also die müssen wir uns jetzt nicht nochmal im Detail anschauen. Das ist nämlich einfach nochmal übernommen. Warum das doppelt und dreifach drin ist, kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der Open Beta. Enjoyed. Lasst mir gerne ein Feedback in den Kommentaren da, ob sich die Einstellungen für euch gelohnt haben, beziehungsweise ob sie euch weitergeholfen haben und ob ihr euch ja einen kompletten Guide à la Battlefield 5 Video verlinke ich euch an der Stelle auch nochmal zum Main Game dann auch wünscht. Lasst es mich gerne wissen und ich würde sagen, ich bin für heute einmal mehr raus. Macht euch einen schönen Tag, haltet die Ohren steif und genießt das Battlefield 2042 Open Beta Wochenende. Bis zum nächsten Video, beziehungsweise vielleicht sehen wir uns ja sogar im Twitch Livestream. Macht es gut und bis dann, euer A-Team.